Ich will jetzt nicht so eine Slumdog-Millionär-Geschichte aus Kai Schumacher machen, aber Der Junge aus Duisburg, wie hat er das eigentlich geschafft? Ich wollte ja immer Rockstar sein, ja. aber irgendwie als Keyboarder in einer Gitarrenrockband schwierig. Okay, gut. Kann ich den Zettel mal lesen? Kai, Steven, mein Lieber. wie geht's dir? Ja, Ich bin so ein helles, ja. Wir haben ein Klavier extra ja ich sehe es mitgebracht. gerade, ja. Habt ihr das geliehen? Mhm. Oh, Und wie das erste Mal, dass hier ein... Kaution hinterlegt? Stimmt, du hast was vor, ne, damit. Sag jetzt nicht, was du spielst, mal sehen, ob ich's Ach so, okay. errate. Das war Rzewski. The People United will never be defeated. Genau. Ich war letztes Jahr in Chile und habe da auch sehen können, noch wie viel den Menschen dieses Stück immer noch bedeutet. Also das ist immer noch eine ganz präsente Musik. Diese Verständlichkeit, die Ja. fehlt eben bei vielen Komponisten. Und Ja. wenn ich mich immer nur in meinem eigenen kleinen Elfenbeinturm um mich selber rumkreise, dann erreiche ich natürlich keinen. Und Rzewski hat es irgendwie geschafft, da auszubrechen. Du hast ein Gericht mitgebracht. Was produzieren wir heute Abend? Wir machen was ziemlich Idiotensicheres, weil Okay. viel mehr Du schaffe weißt ich nicht, wie leider idiotisch ich bin. Ja, ich kenne das als Endivien untereinander. Hier im Rheinland sagt man, glaube ich, noch irgendwas anderes. Aber da, wo ich wohne, sagt man einfach Wo Endivien wohnst du denn? untereinander. Ich lebe seit mittlerweile sogar schon ein bisschen mehr als 20 Jahre in Duisburg. Ruhrpott. Ja. Sag mal, so wie ich es verstanden habe, ist es dir nicht zwingend zugeflogen, dass du jetzt unbedingt im weitesten Sinne ein klassischer Pianist sein wirst. Du hast deine Ausbildung mit Auszeichnungen bestanden und all das. Wie hast du das geschafft? Also wie, ich will jetzt nicht so eine Slumdog-Millionär-Geschichte aus Kai Schumacher machen, aber Der Junge aus Duisburg, wie hat er das nicht geschafft? straight vom Baden-Baden. Ich war nie davon abhängig irgendwie von diesem Klavierspielen. Ja. Wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich halt irgendwas anderes gemacht. Weißt Ja. du? Und der zweite Punkt, einen Professor zu haben oder eine Professorin, in meinem Fall war es eben Till Engel, der einen wirklich unterstützt, der auch so ein Potenzial sieht, was vielleicht andere nicht sehen, so eine Individualität auch schätzt bei Leuten. Und das dritte, das Wichtigste, das ist das, was ich auch versuche jetzt eben zu vermitteln, ist, dass die Studierenden sich bewusst sind, was sie überhaupt für ein Repertoire machen wollen, was Ja. zu ihnen passt. Ja, Kai, ich wundere mich die ganze Zeit, was da eigentlich so rumliegt, als sei es irgendwie so ein kleines Drogenkästchen. Dabei ist es, glaube ich, hat etwas zu tun mit das deinem ist ein nächsten kleines Stück. Drogenkästchen. Genau, auditiv. Ich komponiere auch selber und für manche von den Stücken benutze ich eben so Hilfsmittel, mit denen ich das Klavier ein bisschen präpariere, um eben den Klang ein bisschen zu verfremden und zu verändern. Genau, und jetzt würde ich einfach mal ein Stück von mir spielen, was mit diesen Präparationen funktioniert. Das Stück heißt Eskalator.
Sehr cool. Vielen Dank. Von dieser wunderbaren Welt des präparierten Klaviers gehen wir mal zur nicht weniger wunderbaren Welt deines Gerichts, das wir jetzt nun mal präparieren sollten. Wollen wir das mal versuchen? Sehr gerne. Kannst du den, glaube ich, noch ein bisschen kleiner schneiden, sogar, wenn du möchtest. Ich will keinen Druck aufbauen jetzt, also du musst das auch von dir raus auch fühlen. Und ein bisschen auch eklig, aber schon. Es ist eine Mischung aus befriedigend und ein bisschen auch eklig, aber. Und das wird untergehoben in den Salat. Genau, der Salat kommt jetzt da noch rein. So, Kai, du wirst dich wundern. Ein kleines bisschen, ja. Wir spielen jetzt ein Spiel. Das ist das Kaugummi-Automat-Fragenspiel. Oh ja, wer kennt's nicht? Okay. Gut. Was macht kreativer, Glück oder Melancholie? Deep. Jeder erwartet ja Melancholie ne? als Antwort. Es ist aber halt trotzdem Melancholie. Oder? Einfach. Also ich finde, alles ist irgendwie schöner mit ein bisschen Melancholie und Weltschmerz. Ja. Ich bin auch, glaube ich, generell eher so ein Typ, der ein bisschen mehr auf die dunklere Seite sich hingezogen fühlt als auf die hellere. Deswegen also Duisburg. Deswegen Duisburg. Okay, wie ist es, angedruckten Klavier zu spielen? Können wir heute Abend noch sehen. Wie war es bisher für euch? Ja, war okay. Ich glaube, Klavier geht noch ein bisschen besser als Cello zum Beispiel, wo wirklich die Intonation flöten geht, wenn man auch nur ein bisschen getrunken hat. Ja, ich weiß nicht, aber das Problem ist, dass irgendwie die Synapsen zwischen Gehirn und Finger bei mir super schnell unterbrochen werden. Okay. Und deswegen, ich trinke normalerweise eigentlich gar keinen Alkohol, außer in Ausnahmefällen. Wie zum Beispiel heute Abend. Wie zum Beispiel, wenn ich Konzerte spiele. Ja, okay. Das ist eine gute Antwort. Was oder warum hast du die folgende gemeinsame Musik ausgewählt, die wir zu spielen haben? Kann ich den Zettel mal lesen? Sie hören nun eine Performance, eine quasi Welturaufführung des Duos Schumacher-Walter. Oh Gott. Das ist ein Stück von Franz Schubert. Ja. Das heißt, der Wegweiser, das ist ein Arrangement, was ich gemacht habe für ein gemeinsames Projekt mit Giesbert zu Knüpphausen. Der singt, also nicht Cello spielt. Und du musst ihn quasi jetzt mit deinem wunderschönen, warmen Klang ersetzen. Ich habe die schon schlechter gehört. Sehr gut. Er muss aber nur 3-4 Jahre nicht spielen, dann läuft's wieder. Schönes Arrangement. Dankeschön. Oder? Vor allem mit Giesbert. Giesbert hat so eine ikonische Stimme irgendwie. Und kleiner Werbeblock, wir werden es bei Beethoven-Fest haben. Wir haben sogar ein kleines Video von dem Projekt, da schauen wir mal kurz rein. Eine Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zu. Das ist ja eigentlich wie so ein Popsong dann, wenn man so will. Aber vielleicht ist es ja genau das, was Schubert-Lieder schon immer waren.
Natürlich sind die harmonisch sehr komplex oft und auch für die damalige Zeit sehr gewagt. Also was da teilweise für Harmonien aufeinander clashen, war unerhört zur damaligen Zeit eigentlich. Wenn man Pop einfach als populäre Musik übersetzt oder betrachtet, dann würde ich schon sagen, dass es Popmusik im weiteren Sinne ist. Jetzt kommt nach der Musik das Zweitbeste, nämlich Indivien untereinander, dein Sehr gut Gericht gelernt. des Abends. Wir kommen jetzt bitte alle zusammen, alle, die ganze Produktion kommt und wir machen jetzt hier das Essen fertig.